Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Dunkle Rhetorik. Manipuliere, bevor du manipuliert wirst. Von Wladislaw Jawtschenko ist ein faszinierendes Buch, das sich einem der kontroversesten Themen in der Kommunikation widmet, der gezielten Beeinflussung anderer Menschen durch Sprache und Verhaltensweisen. Der Autor, ein erfahrener Rhetoriktrainer, öffnet seinen Lesern in diesem Werk die Augen für die zahlreichen Formen der Manipulation, die im Alltag, in der Politik, in den Medien und im Berufsleben ständig stattfinden. Er hebt hervor, dass Manipulation nicht ausschließlich negativ oder unmoralisch sein muss. Vielmehr ist sie ein Werkzeug, das, je nach Absicht und Kontext, sowohl zum eigenen Nachteil als auch zur Selbstverteidigung eingesetzt werden kann. In einer Welt, in der Informationen und Kommunikationsstrategien immer raffinierter werden, ist es wichtiger denn je, die Mechanismen der Beeinflussung zu erkennen und selbst darauf reagieren zu können. Das Buch legt den Fokus nicht nur auf die theoretischen Grundlagen, sondern bietet auch eine Vielzahl praktischer Beispiele unterschiedlicher Manipulationstechniken, die sowohl im Dialog als auch im öffentlichen Diskurs eingesetzt werden können. Somit dient dunkle Rhetorik als Handbuch für alle, die sich nicht manipulieren lassen möchten bzw. lernen wollen, sich selbst in verschiedenen Lebensbereichen durchzusetzen. Durch eine Mischung aus theoretischer Fundierung, praktischer Anleitung und ethischer Reflexion macht Jawtschenko sein Werk zu einem unverzichtbaren Begleiter für all jene, die die Kunst der Rhetorik bewusst und verantwortungsvoll nutzen möchten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Grundlagen der dunklen Rhetorik. Im ersten Abschnitt vermittelt Wladislaw Jawtschenko ein grundlegendes Verständnis für dunkle Rhetorik. Dabei stellt er klar, dass Kommunikation niemals völlig neutral ist. Jeder, der mit anderen in Kontakt tritt, hat bestimmte Interessen und Ziele. Die dunkle Rhetorik bedient sich gezielter manipulativer Strategien, um diese Interessen effektiv durchzusetzen. Jawtschenko erklärt ausführlich die Psychologie hinter der Manipulation, etwa wie unser Denken auf emotionale Reize, gezielte Rahmenbedingungen, Framing und Informationen reagiert. Darüber hinaus wird verdeutlicht, wie subtile Sprache, nonverbale Hinweise und der gezielte Einsatz von Argumentationsmustern die Wahrnehmung und das Verhalten anderer beeinflussen können. Der Autor sensibilisiert dafür, dass Manipulation allgegenwärtig ist und oftmals unbewusst verläuft, sei es in Gesprächen, in der Werbung oder in politischen Reden. Die Kenntnis solcher Mechanismen verschafft den Lesern eine solide Basis, um Manipulation zu durchschauen und sich dagegen zu wappnen. Der Abschnitt legt das Fundament für das Verständnis aller weiteren spezifischen Taktiken und Techniken, die im Buch vorgestellt werden. Zweitens. Manipulative Werkzeuge und Techniken. Ein zentrales Thema des Buches stellen die konkreten manipulativen Werkzeuge dar, die Jawtschenko anwendungsorientiert erläutert. Er stellt eine breite Palette von Techniken vor, darunter rhetorische Fragen, Doppelbindungen, Suggestivfragen, emotionale Trigger und das bewusste Setzen von Themenagenda. Besonders hervorgehoben werden die sogenannten schwarze Rhetoriktricks, wie das Unterbrechen, Herabwürdigen, Ironisieren und das gezielte Provozieren des Gesprächspartners. Schritt für Schritt zeigt der Autor auf, wie diese Tricks in Gesprächen und Debatten funktionieren und gibt Tipps, wie man sich dagegen verteidigen kann. Auf der anderen Seite befähigt er den Leser dazu, sich diese Werkzeuge selbst zunutze zu machen, beispielsweise um sich bei Verhandlungen, Diskussionen oder Präsentationen durchzusetzen. Alle Techniken werden anschaulich mit realitätsnahen Beispielen und Übungen zur praktischen Anwendung untermauert, damit der Leser ein tiefgehendes Verständnis und vor allem ein Gespür dafür entwickelt, wann und wie diese sinnvoll zum Einsatz kommen können. Drittens. Psychologische Grundlagen der Beeinflussung. Im dritten Themenschwerpunkt legt das Buch den Fokus auf die psychologischen Prozesse, die hinter effektiver Manipulation stehen. Jawtschenko erläutert, wie Menschen auf unterschiedliche rhetorische und psychologische Stimuli reagieren und warum bestimmte Techniken besonders wirksam sind. Beispielsweise wird gezeigt, wie Prinzipien wie
Reziprozität, soziale Bewährtheit, Knappheit und Autorität im Alltag für Manipulation genutzt werden können. Der Autor arbeitet heraus, wie das Wissen um diese Mechanismen dabei hilft, die eigene Resistenz gegenüber Manipulation zu stärken. Mit zahlreichen Beispielen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik wird belegt, wie emotionales Framing, Storytelling und das gezielte Setzen von Gefühlen die Entscheidungsfindung anderer maßgeblich beeinflussen. Zudem wird aufgezeigt, worin der Unterschied zwischen bewusster und unbewusster Manipulation besteht und wie Menschen häufig Manipulationen gar nicht als solche erkennen. Ein Aspekt, der die Wichtigkeit der Aufklärung und Sensibilisierung unterstreicht. 4. Ethik und Verantwortung in der Rhetorik. Wladislaw Jachtschenko widmet ein wichtiges Kapitel den ethischen Fragen, die im Zusammenhang mit Manipulation und dunkler Rhetorik entstehen. Er stellt heraus, dass Manipulation an sich weder gut noch böse ist. Entscheidend sind Absicht und Kontext. So gibt er den Lesern Kriterien an die Hand, um sich selbst und andere in Bezug auf manipulative Taktiken kritisch zu reflektieren. Dabei betont Jachtschenko die Verantwortung jedes Einzelnen, Rhetorik nicht ausschließlich als Machtinstrument zu missbrauchen, sondern als Werkzeug zum Selbstschutz oder zur Verteidigung gegen Übervorteilung einzusetzen. Anhand moralischer Dilemmata und anschaulicher Fallstudien regt der Autor dazu an, sich mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen. Der Abschnitt hilft insbesondere Führungspersonen, Lehrenden und anderen Multiplikatoren, ein Gleichgewicht zwischen Selbstbehauptung und Fairness zu finden und verantwortungsbewusste Entscheidungen in Gesprächen und Auseinandersetzungen zu treffen. Schließlich praktische Selbstverteidigung gegen Manipulation. Neben der Vermittlung effektiver Manipulationstechniken liegt ein weiterer Schwerpunkt des Buches auf der aktiven Selbstverteidigung gegen Manipulation durch andere. Jachtschenko liefert praxiserprobte Strategien, um manipulative Angriffe in Gesprächen oder Verhandlungen zu erkennen und abzuwehren. Hierzu zählen Techniken wie das Setzen eigener Agenden, das Dranbleiben an den eigenen Argumenten sowie effektives Nachfragen und Spiegeln von Aussagen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins und auf dem Training der eigenen Gesprächsführung, um nicht in manipulative Fallen zu tappen. Mittels anschaulicher Übungen und Szenarien können die Leser diese Abwehrmechanismen sofort im Alltag anwenden. Das Kapitel zeigt eindrücklich, dass Verteidigung gegen Manipulation ebenso erlernbar ist wie das Beherrschen der Techniken selbst und dass jeder Einzelne die Fähigkeit entwickeln kann, souverän und selbstbestimmt aufzutreten. Zusammenfassend: Dunkle Rhetorik. Manipuliere, bevor du manipuliert wirst. Von Wladislaw Jachtschenko ist ein Buch, das sich an ein breites Spektrum von Leserinnen und Lesern richtet. Von Führungskräften über Studierende bis hin zu jedem, der seine kommunikative Selbstbehauptung stärken möchte. Besonders profitieren all jene, die im privaten oder beruflichen Umfeld mit Diskussionen, Verhandlungen oder Meinungsbildung konfrontiert sind und verhindern möchten, unbewusst manipuliert zu werden. Das Werk hebt sich von anderen Büchern zur Rhetorik dadurch ab, dass es nicht nur klassische Kommunikationstechniken vermittelt, sondern insbesondere auf die subtilen, oft verborgenen Mechanismen der Beeinflussung eingeht. Jachtschenko gelingt es, fundiertes theoretisches Wissen mit praxisorientierten Anleitungen zu verbinden und den Leser sowohl vor destruktiver Manipulation zu schützen, als auch zur kritischen Selbstreflexion anzuregen. Wer dieses Buch liest, erlangt mehr Souveränität und Sicherheit im Umgang mit Sprache. Ein unschätzbarer Vorteil in unserer von Medien und Informationen geprägten Gesellschaft. Während viele Ratgeber neutral bleiben oder reine Abwehrmechanismen vorschlagen, bietet dunkle Rhetorik das umfassende Handwerkszeug, um selbstbestimmt und bewusst auf Augenhöhe mit anderen zu kommunizieren. Die Investition in dieses Buch zahlt sich damit doppelt aus. Sie stärkt die eigene Kompetenz und trägt dazu bei, ein stabiles ethisches Fundament im Umgang mit Macht und Sprache zu entwickeln. Gründe genug, dunkle Rhetorik der Alternative vorzuziehen. Wenn Sie unterstützen möchten. Wladislaw Jachtschenko, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.